Hi Jill, kannst du uns ein wenig über TMLs Hauptspiel erzählen, den Fernbus-Simulator? Hi Julia, der Fernbus-Simulator ist unser bisher erfolgreichster Titel und entstand in Kooperation mit Flixbus. Im Hauptspiel könnt ihr ganz Deutschland mit dem MAN Lions Coach der zweiten Generation in zwei Varianten erkunden und Fahrgäste in über 50 Städte auf euren Reisen mitnehmen. Fuhrpark und Karte lassen sich über zum Teil kostenlose DLC erweitern. Bisher wurden über 200.000 Exemplare des Fernbus-Simulator verkauft. Kannst du uns erklären, was wir hier gerade sehen? Was ihr hier seht, ist der aktuellste Karten-DLC in Niederlande. Wir fahren mit dem VDL Futura FDD2. Dieser Doppeldecker erscheint am 9. Februar als DLC. Unsere Fahrt führt uns heute von Amsterdam nach Rotterdam. Der DLC Niederlande bietet dann noch zwei weitere Städte, Groningen und Arnhem. Der DLC Niederlande ist bereits erhältlich für 9,95 € auf Steam und der DLC VDL Futura FDD2 wird voraussichtlich 14,95 € kosten. Das Fahrzeug wird wie immer kompatibel sowohl mit dem Fernbus-Simulator als auch dem Tourist Bus Simulator sein. Die Umgebung sieht ja wirklich super aus. Wie lange habt ihr denn an den Niederlanden gearbeitet? Und was ist das Besondere daran? Unsere Coder und 3D-Artists saßen ungefähr 8 Monate an der gesamten Entwicklung des DLC. Durch die aktuelle Situation mussten wir uns stark an Google Maps orientieren und konnten keine Live-Aufnahmen der jeweiligen Landschaft verwenden. Landschaftliche Sehenswürdigkeiten im DLC Niederlande sind zum Beispiel der Afsluitdijk und die Zeelandbrücke. Aber unsere Grafikerinnen und Grafiker haben sich sichtlich Mühe mit der gesamten Karte gegeben. In Amsterdam zum Beispiel finden sich natürlich die bekannten Grachten und einige andere sehenswürdige Gebäude. Kannst du den Zuschauern noch ein wenig mehr zum bald erscheinenden DLC VDL Doppeldecker erzählen? Der Futura FDD2 ist der zweite Reisebus, welchen wir von VDL digital umgesetzt haben und bietet beide Längenvarianten 141 und 131. Beide Reisebusse Futura FDD2 und Futura FHD2 sind jetzt optional mit Spiegelkameras auszustatten. Das bedeutet, die Monitore im Fahrerbereich an der linken und rechten A-Säule zeigen die Aufnahmen der Außenkameras. Sie haben unter anderem den Vorteil, nicht vom Regen beeinträchtigt zu werden und passen ihre Helligkeit automatisch an. Wer will, kann aber immer noch mit ganz normalen Seitenspiegeln fahren. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Da es sich beim FDD2 um einen Doppeldecker handelt, können wir natürlich auch das obere Deck betreten. Alle Doppeldecker haben aber auch eine zusätzliche Kameraperspektive oben in der vordersten Sitzreihe. Kannst du uns vielleicht noch allgemein ein paar Details zum Fernbus-Simulator nennen? Die Welt des Fernbus-Simulator ist aufgrund des Umfangs des Kontinents im Maßstab 1:10 umgesetzt. Dies gibt uns die Möglichkeit, ganz Zentraleuropa in einer angenehmen Spielzeit zu befahren. Der Fernbus-Simulator hat neben seinem Basisspiel mit der Deutschlandkarte auch noch viele weitere Länder in DLC-Form zu bieten. Spieler können sich das Bundle Schweiz-Österreich dazu kaufen oder auch ganz entspannt durch Frankreich oder Luxemburg fahren. Zusätzlich gibt es noch viele Bus-DLCs als extra Content für unsere Spieler. Die Entwicklung eines solchen DLC dauert mitunter bis zu 6 Monaten für Fahrzeuge und bis zu 12 Monaten für neue Länder. Was erwartet den Fernbus-Simulator in Zukunft eigentlich noch so? Werden weitere Karten-DLC und Busse dazukommen? Voraussichtlich dieses Jahr werden wir noch DLC Belgien veröffentlichen und eventuell noch einen weiteren Karten-DLC. Neue Fahrzeuge sollte es dieses Jahr ebenfalls noch geben. Aber da die Entwicklung des neuen Stadtbus-Simulators im Vordergrund steht, können wir das leider nicht garantieren. Wie kann ich mir die Entwicklung eines Karten-DLC so vorstellen? Was sind die wichtigsten Schritte auf dem Weg? Zuerst planen wir die anfahrbaren Städte. Die Hauptstadt des Landes ist natürlich obligatorisch immer dabei. Danach planen wir das Streckennetz im Land und die möglichen Anschlussstrecken zu anderen bestehenden Ländern. Haben wir uns für die finale Anzahl von Städten entschieden, wird gegebenenfalls das Streckennetz angepasst.
Dann sichten wir die Sehenswürdigkeiten in den Städten sowie entlang der Strecke und treffen eine Auswahl. Aus dieser Planung ergibt sich dann die finale Liste an 3D-Objekten, welche von unseren 3D-Artists erstellt werden sollen. Und in der Zwischenzeit fangen unsere Level-Artists an, die Landschaft des neuen Landes grob vorzubereiten. Flüsse und Küstenlinie ziehen, Brücken und Tunnel platzieren, Autobahnen und Bundesstraßen legen, Autobahnkreuze und Dreiecke und Abfahrten werden nachkonstruiert. Dann wird das Straßennetz in den Städten nachgebaut und Gameplay-Elemente werden platziert, wie zum Beispiel Haltestellen, das Depot und Tankstellen. Hierbei werden dann auch bereits Platzhalter für bestimmte 3D-Objekte platziert, welche noch von den 3D-Artists anhand besagter Liste erstellt werden. Zu diesem Zeitpunkt fangen wir dann bereits an mit den ersten internen Gameplay-Tests, damit wir so viele Fehler wie nur möglich so früh wie möglich erkennen können. Sobald die 3D-Objekte fertiggestellt sind, werden die Platzhalter gegen die finalen 3D-Objekte ausgetauscht und ein Teil der Level-Artists kann anfangen, die Städte fertig zu gestalten, während der andere Teil weiter in der Landschaft arbeitet. Zum Abschluss geht der DLC in den geschlossenen Beta-Test, um die letzten Fehler zu finden und zu korrigieren. Und dann ist er so gut wie fertig. Und wie sieht es bei neuen Bussen aus? Neue Busse benötigen immer sehr viel Zeit für ausreichend Recherche. Welches Fahrzeug soll umgesetzt werden? Welche Version? Welche Generation? Wie viele Varianten gibt es? Vom Gameplay sind zwar alle Fahrzeuge relativ gleich, aber es kann sein, dass bestimmte Funktionen fehlen oder anders umgesetzt wurden. Und wenn man den Charakter eines Fahrzeuges und des Herstellers originalgetreu umsetzen will, dann sollte man dies auch berücksichtigen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Retarder zwischen MAN Lions Coach und Comfort Class. Beim MAN muss man den Retarder separat einschalten und beim Comfort Class aktiviert er sich automatisch beim Drücken des Bremspedals. Um solche Details in Erfahrung zu bringen, benötigt man das Fahrerhandbuch des Fahrzeugs. Es geht also darum, jedes Fahrzeug nicht nur anders aussehen zu lassen. Natürlich muss es sich auch anders anhören, aber vor allem muss es sich auch anders steuern lassen. Dazu benötigt man dann natürlich auch noch alle relevanten technischen Daten des Fahrzeugs. Sind diese ganzen Punkte recherchiert, kann man anfangen, Referenzfotos und Blaupausen zu sammeln und den Hersteller des Fahrzeugs zu kontaktieren. Mithilfe des recherchierten Materials wird dann das Fahrzeug modelliert und texturiert. Was zwar ganz kurz gesagt ist, aber mit die meiste Zeit beansprucht. Im Durchschnitt dauert dieser Prozess alleine um die 3 Monate. Hierbei wird oft Feedback gegeben und mit der realen Vorlage verglichen. Elemente werden hinzugefügt oder überarbeitet. Zuerst entsteht das Exterior bzw. das Äußere des Fahrzeugs, danach der Fahrgastraum mit seinen Sitzen und der Gepäckraum. Und zuletzt wird das Cockpit umgesetzt. Abschließend wird das gesamte Fahrzeug mit einem sogenannten Rig versehen, damit wir die interaktiven Elemente ansteuern können für Animation und Physik. Ein Rig kann man sich ungefähr so vorstellen wie die Fäden bei einer Marionette. Währenddessen werden in aller Regel die Sounds des Fahrzeugs aufgenommen und nachbearbeitet. Und spätestens, wenn das Fahrzeug grafisch so weit fertiggestellt ist, dass man es in die Game Engine importieren kann, kann der Programmierer anfangen, das Gameplay für das Fahrzeug aufzusetzen und anzupassen. Abschließend werden Sound und Fahrphysik gepolished. Danach geht das Fahrzeug in den geschlossenen Beta-Test und alle dann noch aufkommenden Fehler werden korrigiert. Und dann ist auch so ein Fahrzeug so gut wie fertig.